Wir haben uns jetzt dazu entschieden, noch zum Wasserfall zu fahren, weil er eigentlich nicht weit weg ist. Und ja, hoffen wir, das ist die richtige Entscheidung, weil der Sonnenuntergang sieht echt schön aus. Aber wir wollen auch den Wasserfall sehen. Aber ja, typisch Laos, einfach zu viele schöne Dinge, die man hier gucken kann. Herzlich willkommen zu Laos Inseln ohne Meer, weil das hinter mir hier, das ist nicht der Ozean, sondern der Mekong-Fluss, der hier so breit ist, dass es hier Inseln drin gibt. Deswegen nennt man das Ganze auch 4000 Islands, hier ganz im Süden von Laos an der Grenze zu Kambodscha. Und die Anreise ist eigentlich auch ziemlich simpel, das könnt ihr aus Pak Se aus machen, der drittgrößten Stadt in Laos. Da könnt ihr euch einfach ein Kombi-Ticket aus Minivan und Boot kaufen. Das dauert in Summe so 2-3 Stunden und kostet nur, ich glaube, 120.000 Kip, also ziemlich easy going. Und dann landet ihr hier auf Don Det, was die Hauptinsel ist, wo die meisten Restaurants, Unterkünfte und so weiter sind. Und die beste Möglichkeit, die Insel und die umliegenden Inseln hier zu erkunden, ist, sich ein Fahrrad zu mieten. Also wir fahren jetzt Richtung Don Kon, das ist die Nachbarinsel hier. Und im Prinzip ist Don Det relativ simpel aufgebaut. Am nördlichen Zipfel ist so die Haupt-Touri-Area. Dann gibt es die Westseite, die Sunrise-Seite und die Ostseite, dementsprechend die Sunset-Seite. Und die Ostseite fahren wir jetzt lang. Da gibt es so eine kleine Brücke Richtung Don Kon. Da soll man auch schön den Sonnenuntergang sehen können. Vielleicht machen wir das auf dem Rückweg. Also so ein Stopp hier an der Brücke von Don Det nach Don Kon lohnt sich auf jeden Fall. Gerade jetzt so Richtung Sonnenuntergang. Echt nice. Ja, und man kann hier auch noch an den beiden Ufern sich ins Restaurant setzen. Das würde ich jetzt eigentlich gern machen. Aber wir fahren noch weiter. Wir haben nämlich noch einen Wasserfall auf der Liste. Wir sind jetzt hier beim Lifi Som Phamit. So oder so ähnlich heißt der Wasserfall. Hier ist einer der größten im Mekong. Und wir hören schon was, das heißt, es kann nicht mehr weit entfernt sein. Also ich muss sagen, dass es schon sehr beeindruckend hier ist. Und jetzt gerade so zur Golden Hour ist es wirklich sehr, sehr schön. Aber das sind nicht die größten Wasserfälle hier, das sind nämlich die Mekong-Wasserfälle, die auch ganz hier in der Nähe sind. Vielleicht schauen wir die uns auch noch an, aber jetzt genießen wir erstmal hier den Anblick. Erstmal Dröhnchen starten, let's go! Wir haben jetzt ja schon so den ein oder anderen Wasserfall oder auch so den ein oder anderen Sonnenuntergang gesehen. Aber ich glaube, ihr habt es auf der Drohne gesehen, die Ausmaße dieses Wasserfalls sind geisterkrank. Also es ist ja riesig, endlos fast schon. Das sieht man auf der Drohne halt besser als von hier. Ja. Also hier sieht man nur so ein Teil, das sieht auch beeindruckend aus, aber von oben sieht man dann, wie groß er eigentlich ist. Noch überall da hinten, Richtung Berg, da wo die Sonne untergeht, da waren auch noch überall Wasserfälle. Also es hört gar nicht mehr auf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das hier aussieht, wenn das in der Regenzeit ist. Es ist auch so, das hat der Helen vorhin zu mir gesagt, dass hier in der Regenzeit einige Inseln überflutet sind, dass man die halt quasi in der Trockenzeit nur sehen kann oder dass sie da nur existieren. Ich glaube, hier gibt es ganz viele so ganz kleine Inseln, die werden halt einfach weggespült. Ne? Ja, wenn man das so sieht, kann man sich das schon vorstellen. Also wirklich heftige Dimensionen hier und der Mekong-Fall oder die Mekong-Fälle müssen noch mal eins krasser sein. Aber gut, uns reicht es erstmal. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt, fahren, bevor es ganz dunkel wird und dann sehen wir uns beim Abendessen wieder. Good morning. Das Schöne hier in Laos, jetzt mitten im Februar, ist das Wetter. Es ist einfach Trockenzeit, noch nicht ganz so heiß. Und ich glaube, es hat in 6 Wochen einmal geregnet. Und wir haben euch auch noch gar nicht unsere Unterkunft gezeigt. Wir sind hier im Green Guesthouse. Das kostet 12, 13 Euro pro Nacht, also relativ
günstig. Können wir kurz die Zimmer zeigen hier. Nichts Besonderes. Einfaches Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer. Allerdings heute ohne warmes Wasser. Helen musste kalt duschen. Gucken wir uns auch nochmal an hier das Bad. Das ist so der Standard, den man hier in Laos Süden für so 10, 15 Euro erwarten kann für ein Doppelzimmer. Also wirklich gut für ziemlich wenig Geld. Laos eines der besten Backpacking-Länder. Also ich glaube, so wenig wie hier haben wir noch in keinem Land ausgegeben. Und ja, hier unten haben wir auch noch so eine kleine Terrasse. Da haben wir heute Morgen ein bisschen Sport gemacht. Und ja, jetzt gehen wir mal was essen und dann leihen wir uns heute noch ein Kajak. Ich glaube, ihr habt es gerade gesehen hier, die Helen wurde gerade von dem Kind abkassiert und ja, wirklich Kind, vielleicht 7, 8 Jahre alt. Das haben wir jetzt auf Don Det hier leider schon sehr oft gesehen. In Restaurants bringen einem auch die Kinder das Bier und ja, sind die Bedienungen einfach, das ist so, da fühlt man sich so komisch dabei. Aber man sieht es auch, wenn man hier lang fährt, die arbeiten schon in der Landwirtschaft, fahren irgendwie mit 8 Jahren schon Traktor und schaffen da richtig hart. Also das haben wir jetzt schon öfters auf Weltreise mitbekommen, aber so krass wie hier auf Don Det noch nie. Also dass es wirklich Kinder sind, unter 10 Jahre, die einfach arbeiten. Das ist ja sad zu sehen. Wir sind jetzt einmal ganz runtergelaufen bis zum Pier. Hier liegen die Boote vom Festland an. Das sind keine 5 Minuten zu unserer Unterkunft, die halt so in dieser Hauptarea liegt, hier diese Straße. Da sind die meisten Restaurants, Unterkünfte, Bars und so weiter. Und wir hatten eigentlich vorher immer gehört, dass Don Det so richtig laid back, gechillt ist und so weiter. Und als wir angekommen sind, waren wir so ein bisschen schockiert, weil diese Straße halt so ultra touristisch ist. Aber das war nur der erste Eindruck. Also dieser Ort ist wirklich sehr entspannt und auch bekannt dafür, dass man hier einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lässt. Das machen wir hier auch. Genießen einfach die Tage, diese schöne Landschaft, diese schöne Natur. Und ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Und das mit dem Kajak, das müssen wir vielleicht eher auf morgen verschieben, weil von meinem schönen Wetter, von dem ich gerade erzählt habe, ist heute nicht so viel übrig geblieben, auch wenn es trocken bleibt. Und was gibt's? Ja, also ich gehe wahrscheinlich ganz klassisch mit Fried Rice mit Egg und Fried Spring Roll. Aber was ihr auf jeden Fall beachten solltet hier auf Don Det, nicht nur in diesem Restaurant, sondern generell, es dauert super lange, bis ihr euer Essen bekommt. Also das ist ein bisschen dieser gechillte Vibe, den wir vorhin angesprochen haben. Also falls ihr schon hungrig seid, dann ist es eigentlich zu spät. Also ihr müsst schon vorher gehen, vielleicht eine Stunde, und dann entwickelt sich der Hunger, während ihr wartet. Ich glaube, gestern haben wir 1,5 Stunden hier gewartet. Ja, beim Abendessen in einem anderen Restaurant, glaube ich, auch über eine Stunde. Die beste Methode, sich die Wartezeit zu vertreiben hier. Mit den kleinen Doggy. Der ist immer sehr verschmust hier, gell? Siehst du mal aus. So, das Essen ist jetzt endlich da, hat eine Weile gedauert, aber sieht gut aus und es ist eigentlich auch so das, was ganz typisch hier ist, also Fried Spring Roll, Yellow Curry und Fried Rice, und das essen wir eigentlich auch jeden Tag, aber es schmeckt auch einfach sehr gut. Kann man auch jeden Tag essen. Ja, voll. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, hoffentlich bei Sonnenschein und dann mit dem Kajak. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, das hilft unserem Kanal und tut euch nicht weh. Und falls ihr mehr zum Thema Weltreise sehen wollt, solche Videos wie diese hier, Vlogs aus verschiedenen Ländern, alles rund ums Thema Weltreisevorbereitung, Weltreiseplanung, dann abonniert gerne diesen Kanal und ja, jetzt weiterhin viel Spaß im Video. But if you want to enjoy the island, then go out this way. Ah, this way. Okay. Okay, so we turn left here directly. Yeah. Also dafür, dass Laos sonst so günstig ist, ist der Kajakverleih jetzt relativ teuer. Kostet 100.000 Kip pro Person für den ganzen Tag. Wir haben gesagt, wir brauchen nicht den ganzen Tag, zahlen jetzt 180.000 für beide. Immer noch relativ teuer, aber ich meine, dadurch, dass der Rest so günstig ist, passt das jetzt schon. Und wir müssen noch unsere letzten Kips loswerden, bevor wir die Grenze nach Kambodscha passieren, morgen früh. Die Drohne sorgt auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit bei den Kiddies hier. Aber die sind alle ganz süß. Savadi! Savadi! Kop Jai, Kop Jai! Kop Jai! Thank you, thank you! Bye bye! Bye bye! So süß, die kleinen Kinder hier. Savadi! Hier kommt auch noch der Vater im Liverpool-Jersey natürlich. Savadi! So süß, die ganzen kleinen Kinder hier in Laos. Immer ganz freundlich, immer Savadi rufen. Richtig cool. So, aber so wirklich weit sind wir ehrlicherweise noch nicht gekommen, hier mit Drohne und Kindern und so weiter. Ich gebe alles. Kannst du dir mal ein bisschen Mühe geben, Helen? Ich kann nicht mehr.
Aber wir müssen auch hart gegen die Strömung ankämpfen. Ich weiß auch gar nicht, was das Ziel ist, ehrlicherweise. Wir haben es an Land geschafft, aber nicht ganz trocken. Also irgendwie hat sich das Boot hinten ganz schön mit Wasser gefüllt und mein Hosenboden lag dann schon so halb im Kajak. Und als wir dann hier rausgegangen sind, sage ich mal, vielleicht besser, dass es nicht gefilmt würde, sah vielleicht ein bisschen dämlich aus. Also wir hatten eigentlich schon angelegt und dann ist Horst leider noch so mit dem hinteren Ende des Bootes irgendwie ins Wasser gefallen. Ja, keine Ahnung, warum das auf einmal so mit Wasser vollgelaufen ist, aber gut, gehört hier dazu. Und das ist jetzt der kleine Strand, an dem wir angehalten haben. Ich glaube, das ist nicht der richtige, aber da wir kurz vorm Versinken waren, haben wir gedacht, wir halten lieber hier. Und es war auch echt anstrengend durch die Strömung. Jetzt musst du dich auch mal ein bisschen anstrengen hier. Okay, wir haben die Ursache gefunden. Hier, da läuft jetzt gerade das ganze Wasser raus. Und das Problem ist, dieser Stöpsel, der eigentlich da drauf sein muss, ist weg. Also den haben wir schon mal verloren beim Fahren. Richtige Workout heute noch. Schultern drücken. Und es läuft einfach immer noch. Krass, ey. Voll. Da müssen so viele Liter Wasser drin gewesen sein. Eieiei. Wir haben es jetzt komplett ausgeleert und müssen jetzt halt hier diesen Stöpsel, der da drauf war, irgendwie ersetzen. Also wir haben hier zur Auswahl einmal einen toten Fisch. Dann hier, da liegt einfach eine Spritze, wie auch immer die an diesen Strand hier gekommen ist. Hier sind noch so, vielleicht ein Plastikbecher oder diese komische Pflanze. Ich hoffe, man sieht es auf dem Weitwinkel nicht so richtig, aber hier ist eine tote Katze, die schon irgendwie so ein bisschen verwest ist. Wo sind wir hier gelandet? Mit dieser ja etwas eigenartigen Erfahrung beenden wir das Video hier auch an dieser Stelle. Weil so viel mehr gibt es jetzt auf den 4000 Islands auch nicht mehr zu tun. Also klar, man kann natürlich noch zu den Mekong-Fällen so eine Halbtagestour machen, aber da wir morgen schon nach Phnom Penh weiterfahren, machen wir das jetzt nicht mehr. Und eine Sache, die hier leider nicht mehr möglich ist, die vor Corona oder vor ein paar Jahren noch ging, ist Irrawaddy-Flussdelfine zu sehen. Die sind hier in der Region allerdings jetzt ausgestorben. Das gibt es jetzt nur noch in Krathi in Kambodscha. Aber sonst hat die Insel halt einen sehr entspannten Charakter. Also man kann sich hier mit Sicherheit auch komplett verlieren. Drogen sind hier nämlich auch toleriert und man kann auch ein bisschen feiern gehen und so weiter. Uns haben jetzt hier so 3-4 Tage zum Abschluss der Laos-Rundreise gereicht und ja, uns hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und falls ihr noch mal was nachlesen wollt, dann könnt ihr auf unserem Blog vorbeischauen, www.betterbeyond.de. Da fassen wir wie immer noch mal alles in einem Blogpost zusammen. Ja, und damit verabschieden wir uns aus diesem Video. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen wie uns und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ah, der Boden ist heiß. Ja, ich soll jetzt einfach sagen, wir sind jetzt hier in einem der Restaurants. Also ganz klar. Ja, das sieht krass aus, oder? Das sieht mega krass aus, oder? Ja, sehr cool. Also dafür, dass Laos sonst so... Ich weiß nicht, ob man... Nein, sieht man nicht. Ein Fisch da? Ah, scheiße, jetzt habe ich gegen die Kamera gehauen. Scheiße.